Nun häkel ich mit euch das zweite Granny Square Muster dieser Vierer-Serie. Diese Motive werde ich mit der Irish Crocket Methode zusammenhäkeln. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Für jedes Motiv gibt es ein extra Video von mir. Die Videos findet ihr in meiner Playlist oder die verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Wir fangen an mit einem Fadenring und dann machen wir 3 Anfangsluftmaschen und 11 Stäbchen in diesem Fadenring. Wir häkeln in Runden, das heißt, am runden Anfang eine entsprechende Anzahl von Luftmaschen und am Ende der Runde, wenn nötig, mit einer Kettenmasche beenden. Diese Kettenmasche wird gleich in der neuen Farbe gehäkelt für einen sauberen Farbübergang. Nachdem wir die Runde mit einer Kettenmasche geschlossen haben, häkeln wir 5 Anfangsluftmaschen, dann eine feste Masche in das erste Stäbchen der Vorrunde. Unser Rapport für diese Runde ist 4 Luftmaschen und eine feste Masche im Wechsel. Diese feste Masche wird immer in dieses Stäbchen, in jedes Stäbchen der Vorrunde gehäkelt. Der letzte Bogen dieser Runde besteht nicht aus 4 Luftmaschen, sondern wir machen nur 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen in die erste Luftmasche der 5 Anfangsluftmaschen dieser Runde. Also haben wir insgesamt 12 Bögen und 11 feste Maschen und ein halbes Stäbchen am Ende dieser zweiten Runde. Jetzt kommt die dritte Runde. Hier sind es am Anfang 6 Luftmaschen und der Rapport für diese Runde ist 5 Luftmaschen und eine feste Masche im Wechsel. Zum Abschluss dieser Runde sind es nur 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die erste Luftmasche der 6 Anfangsluftmaschen. Dann sind es 12 Bögen, 11 feste Maschen und ein Stäbchen am Ende dieser dritten Runde. Nun kommt die vierte Runde. Die beginnen wir mit 7 Luftmaschen. Dann eine feste Masche in den ersten Bogen der Vorrunde. Dann 3 Luftmaschen und eine feste Masche in den nächsten Bogen.
Dann 6 Luftmaschen und eine feste Masche in den nächsten Bogen. Dann im Wechsel 6 Luftmaschen, eine feste Masche und 3 Luftmaschen, eine feste Masche. Am Ende dieser Runde 4 machen wir eine Kettenmasche in die erste Luftmasche der Anfangsluftmaschen und dann in die zweite Luftmasche der Anfangsluftmaschen noch eine Kettenmasche. Also 2 Kettenmaschen nebeneinander. Dann fangen wir mit der letzten 5. Runde an. Und zwar machen wir da 3 Anfangsluftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und noch 4 Stäbchen zusätzlich in den ersten Bogen der Vorrunde und dann 3 Luftmaschen und 5 Stäbchen hier rein auch. Das heißt, in diesen ersten Bogen haben wir 5 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 5 Stäbchen und das machen wir auch in jedem weiteren Bogen und dazwischen in den kleinen Bogen eine feste Masche. Wir schließen die Runde mit einer Kettmasche. Sind fertig mit diesem Motiv. Alle Motive dieser Serie verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Abonniert meinen Kanal und freut euch auf alle weiteren Videos von mir. Tschüss!